Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu, heute zur besonderen Erklärung des GPS-Triangel und der Technik, insbesondere des Sky-Navigators. Hatte dieses Jahr die Freude, den Sky-Navigator zu nutzen, einmal im Wettbewerb in Berlin und einmal in der Speedrunde und dann auch in den Rundenfliegen. Das ist sehr gut. Oliver Pfister hat mir dort im Team geholfen, wie man da rangeht. Das war der erste GPS-Triangelflug, den ich selbst gemacht habe. Ansonsten habe ich es bisher nur als Soaring League Logger genutzt und es näher kennengelernt. Ich will es euch mal ein bisschen näher bringen, wie es mit der Technik funktioniert. Gehen wir mal erstmal in die Vergangenheit. Wie war es früher? Früher hat Christoph Mechler etwas gemacht, und zwar war das hier der GPS-Empfänger mit dem Sender, der das über die Antenne hier runtergefunkt hat, die GPS-Signale, das NMEA-Protokoll. Das ist dann hier auf einen Empfänger gekommen, den wir unten am Boden stationiert haben, und der hat eine Bluetooth-Schnittstelle gehabt, die wir wiederum mit dem iPad zusammengebracht haben. Diese Software hat damals auch Christoph Mechler gemacht, lief auch unter Sky Navigator und hatte so ihre Tücken in der Funkübertragung. Manchmal hat es funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert, und das hat uns so ein bisschen, ja, mich hat es wuschig gemacht. Und da habe ich es erstmal wieder zur Seite gelegt, das hat ein tolles Experiment, funktioniert vielleicht, aber so nicht. Jetzt habe ich eine andere Übertragung, ihr habt gesehen, draußen habe ich den PS aufgebaut. Die Übertragung findet jetzt mit einer externen Schnittstelle statt. Die ist verbunden hier mit dem Rechner und mit einem kleinen Kabel, und wir befinden uns hier jetzt, hoppla, ich habe da drauf gefasst. Wir befinden uns jetzt gerade hier an diesem Startort. Ihr seht, da werden die Positionen rübergebracht. Kommt das gut? Ich hoffe es. Und wir können jetzt hier zum Beispiel eine Aufgabe uns erstellen. Und was interessant ist, wir können über die Flugphase, die wir hier haben, die Flugphase legen wir hier auf den Kanal. Und wenn wir hier den Schalter betätigen, den ich hier oben habe, gibt es bestimmte Positionen, die von dem Schalter, ja, wenn man es auf dem Monitor sehen würde, geht immer hoch und runter, und dann kann man diese Werte in der Software, in der Auswertungssoftware, unter Auswertung oder Einstellungen, unter Aktionen einstellen. Seht ihr hier hat man Start, Stopp, Thermik, Leiten, Einflug, Reset. Und das können wir mit den Flugphasen schön steuern, insbesondere Thermik und Gleiten. Den Rest würde ich einfach empfehlen, auf einen anderen Kanal zu legen, und dann dann schaltet der oben um zwischen Thermik und Gleiten. Jedes Mal, wenn wir dann umgehen auf Thermik oder auf die Normal- oder Speedflugphase. Sehr einfach zu machen. Die Aufgabenstellungen sind auch einfach einzutragen, wenn wir jetzt hier eine Aufgabe machen würden. Haben wir hier einen Aufgabeneditor, in den geben wir hinein, und wir können jetzt hier mit dem Aufgabeneditor bearbeiten. Hier sagen wir den Namen rein, Startposition etc. Das kriegen wir durch unsere Flugposition hin. Dann sagen wir Platzhöhe, dann Aufgabenlänge, 350 ist für die Sportklasse, maximal erlaubte Einflughöhe 400, das können wir ja wahlweise dann ändern, wie wir es haben wollen, und die Arbeitszeit sind 30 Minuten, verwerfen. Und jetzt kannst du zum Beispiel hingehen und sagen, du möchtest eine neue Aufgabe machen. Ne? Hier haben wir jetzt eine neue Aufgabe. Die setze ich jetzt die Startposition dahin. Wir zoomen tiefer rein. Mein Startpunkt ist jetzt hier. Dann setze ich den Startpunkt dahin. Okay, dann sage ich, jetzt ist dieser Punkt aktiviert. Jetzt möchte ich den Winkel ein bisschen verändern. Den möchte ich dahin legen oder dahin legen. Dann sagst du sichern, und dann beginnt das Gleiche wieder, und dann ist es gesichert, und die Aufgabe könnt ihr dann abfliegen. In der Scale SLS-Klasse, in der größeren, ist die Einflughöhe
auf 500 Meter und 450 Meter Strecke nach rechts, dann vor dir geradeaus sozusagen, ist dann auch 450 Meter Entfernung und seitlich links von dir auch wieder 450 Meter Entfernung und dann ist das Dreieck entsprechend größer zu fliegen. Gleich ist, dass ihr auf der Höhe, auf der maximalen Einflughöhe nicht schneller als 120 Stundenkilometer reinkriegen dürft, dann gibt es Strafpunkte. Diese Flüge könnt ihr in der Soaring League, also außerhalb eines Wettbewerbes, der auf dem Platz stattfindet, eintragen. Und das ist ein dezentraler Wettbewerb. Da sind Leute aus Spanien dabei, Frankreich, Portugal, Deutschland. Und ihr könnt euch da tagtäglich messen. Und dann gibt es auch einen Monatssieger und auch einen Jahressieger für die Strecken. Für die Geschwindigkeit ist auch interessant, es ist nur eine Runde, die ihr rumfliegen müsst. Und bei den Distanzen 30 Minuten so oft wie möglich dieses Dreieck umrunden. Und da ist es taktisch sehr, sehr anspruchsvoll zu fliegen. Und ich will euch das nachher mal zeigen im Fluge. Und ihr habt es ja auch schon bisher in unserer Taktik des GPS-Streckenfliegens ja mit dem Nimbus 4DM auch schon ein bisschen erkennen können. Ne? Also fliegen, Strecke fliegen, wenn ihr gute Luft habt, wie Oliver Pfister sagt, also tragende Luft habt, haltet euch da, geht ihr entlang, habt ihr Thermik, geht auf Höhe, geht dann die Strecke weiter ab, gleitet sie wieder ab. Taktik ist dabei, in der richtigen Zeit auch den Absprung zu finden, dass ihr auch mit der Höhe noch ein paar Runden mehr fliegen könnt, bevor die 30 Minuten aus sind. Dafür kriegt ihr mit der Zeit das Gefühl und das Gefühl. Und ihr beherrscht die Maschine immer besser. Also es ist ein Vorteil, damit zu fliegen, auch im Hinblick der eigenen Fähigkeiten und auch die Maschine auch besser kennenzulernen. Wie sind die Gleiteigenschaften? Wie steige ich schnell in die Thermik wieder ein? Wie zentriere ich schnell und wie komme ich nach oben? Alles Fachreferate, die bereits schon online sind. Schaut euch das an. Ja, seid herzlich willkommen, dieses GPS-Triangel mitzumachen. Es gibt unterschiedliche Flugzeuge, die in der Sportklasse sowie auch in der SLS und in der Scale-Klasse optimale Leistungen bringen. Ihr könnt aber auch mit Schaum fliegen, das macht gar nichts. Es ist einfach das Herantasten an die Sache. Und das Schöne ist, beim Flug werdet ihr besprochen. Ihr müsst nicht immer auf den Monitor gucken. Ich habe zum Beispiel hier mir an meinen Pult hier oben das Ding angebracht. So. Und ich habe jetzt hier meine Thermik, Gleiten, Einflug auch drauf. Parallel zeichnet es mit. Ihr müsst auch separat starten. Ihr müsst einmal auf dem Tablet starten und einmal hier drauf starten. Das sind unabhängig gebundene Systeme und die loggen auch unabhängig. Aber sie sind gleichzeitig miteinander verbunden. Und hier habe ich ein Feinvario, was um die 5 Sekunden ist. Und über meinen anderen Ohrhörer habe ich einen 20 Sekunden, also ein Integral Vario. Und dann merke ich, aha, hier kann ich jetzt mit diesem Schnellfrequenten besser zentrieren und da höre ich, dass ich insgesamt gut in der Thermik liege über das Integralvario, 20 Sekunden. Ja, so das sind meine Tipps für euch. Habt Spaß dabei und das GPS-Triangel, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt gerne bei uns im Forum unter GPS-Triangel die Fragen stellen. Ich stehe euch da gerne zur Verfügung und auch die anderen GPS-Piloten. Bis dahin, euer Stefan vom Modellpilot.eu und habt euch wohl, bis bald. Ciao.